Wann bin ich am besten? Ich habe mit der Zeit viele verschiedene Antworten auf diese Frage gefunden. Eine hatte ich sofort, wenn ich draußen bin. Ich habe allerdings ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass draußen nicht unbedingt weit weg bedeuten muss. Dass Abenteuer reine Einstellungssache ist. Alle Ausreden wegwischen, einfach losziehen, machen. Das gibt mir mittlerweile viel mehr als die ganz großen Trips. Weil es meine Fähigkeit trainiert, das Beste aus dem herauszuholen, was ich habe, da wo ich bin. Besonders intensiv erlebe ich draußen Tage, wenn ich neugierig bin, querdenke und auch mal an meine Grenzen gehe. Warum nicht 2 Tage lang nur geradeaus laufen? Oder auf einem Berggipfel übernachten? Als ein guter alter Freund und ich die Idee hatten, einen Gepäckfluss zu bauen und damit gleich zu Beginn einer 2-Tagestour durch den größten Vulkansee Deutschlands zu schwimmen, hatten wir uns allerdings wenig Gedanken darüber gemacht, dass das Ding am Ende 80 Kilo wiegt. Also ich habe noch nie einen Floß gebaut, du? Ich habe auch noch nie einen Floß gebaut. Aber einmal ist immer das erste Mal, ne? Und die Frage ist, ob wir von da eben rüber schwimmen. Aber vielleicht ist es besser von hier. Bauen wir jetzt einen Floß? Ja, wir bauen jetzt einen Floß. Das kann nicht so schwer sein, oder? Wir sehen zu, dass wir ein paar Baumstämme und zusammen sägen hier von dem Totholz. Die dünnen nach außen. Zack. Dann verschnüren wir das ein bisschen. Dann wird er schon schwimmen. Okay. Es schwimmt, Kai! Es schwimmt! Wie geil ist das denn? Da läuft schon viel Wasser hoch. Und jetzt? Das Floß liegt gut im Wasser jetzt. Alter, wir haben es gleich geschafft. Kannst du irgendwas sehen, wo wir vielleicht gut rauskommen? Hast du? Okay. Ich kann gar nicht mehr richtig filmen. Wir sind da ganz durchgeschwommen. Oh, wahnsinnig. Ich muss auf nichts warten, um anzufangen. Es gibt vor meiner und vor jeder Tür Ecken, die sind unfassbar schön. Aufregend. Wild. Manchmal kann ich es kaum glauben, dass ich gerade nur ein paar Stunden Fußmarsch von zu Hause entfernt bin. Diese Ecken findest du aber nur, wenn du rausgehst und die Augen öffnest. Und die entfalten ihre Wirkung nur, wenn du bereit bist, dich einzulassen. Auf deine Umgebung und auf jeden einzelnen Moment. Gut? Sehr gut. Mir ist klar geworden, dass immer das möglich ist, was ich möglich mache. Dass ich selbst zwischen 2 ganz normalen Bürotagen aufbrechen und die Nacht draußen verbringen kann. Morgen. Ich habe sehr gut geschlafen. War teilweise kurz etwas frisch am Kopf. Frühstück, Couscous. Abendessen Couscous, Frühstück Couscous. Aber Frühstück
Couscous mit geschmolzenem Eiweißring. Wenn du deine Einstellung änderst und radikal in Lösungen denkst, wenn du dich nicht einfach zufrieden gibst mit deinem Alltag, sondern ihn so umgestaltest, dass du mehr von deinem besten Ich zeigen kannst, dann gibt dir das ein großartiges Gefühl von Kraft und Freiheit. Dann kannst du es gar nicht erwarten, weiterzumachen. Dann läufst du, bis du Blasen hast und setzt trotzdem jeden Schritt in stiller Vorfreude auf den nächsten. Und du wirst immer und immer wieder belohnt. Du spürst auf einmal, dass du selbst dich veränderst. Du begegnest Menschen, für die du sonst gar keine Zeit hättest, weil andauernd irgendwas anderes wichtiger ist. Du besuchst Orte, die du sonst links liegen lassen würdest. Orte, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Du beginnst noch einmal ganz neu zu wachsen. Auf der Karte, die meine Eltern nach meiner Geburt verschickten, stand: Christo Förster geht auf Entdeckungsreise. Ich bin mir sicher, dass diese Reise nie zu Ende ist. Oder zwischendurch Pause macht und erst weitergeht, wenn ich genug Geld, genug Urlaub, genug Mut habe. Ich befinde mich ja ständig und überall auf Entdeckungsreise. Und ja, am liebsten draußen. Wann und wo bist du am besten? Und wie kommst du heute noch dorthin?